Hallo! Hallo, herzlich willkommen zu einem neuen Video. Wir sind jetzt in Krutyń angekommen. Diejenigen unter euch, die Polnisch können und sagen, um Gottes Willen, wie ist das ausgesprochen? Wir können leider kein Polnisch, leider wirklich. Die mögen es uns verzeihen, wenn wir es falsch aussprechen. Man kann hier nur scheitern, irgendwie haben wir keinen Bezug. Genau. Aber wir sind in Ermland-Masuren, in der Woiwodschaft Ermland-Masuren, das Sehnsuchtsziel Masuren. Und man kann nur sagen, es ist wunderschön hier und gerade Krutyń, ja. Ein tolles Fleckchen hier, Ja. Der Campingplatz. Wir stehen hier alleine. Ja, wir haben einen ganzen Campingplatz für uns alleine. Die sanitären Anlagen sind sauber. Einfach. Aber sie sollen saniert werden. Genau. Dieser Campingplatz liegt eigentlich unweit, so weit ist es nicht weg, zur Krutynia, das ist das Flüsschen. Genau. Sehr schön. Glasklar. Oh, Wahnsinn. Und ein ideales Revier für Kanuten und Paddler. Und dann werden wie im Spreewald hier Touren gemacht. Wie nennt sich das? Kann man sich starken lassen mit Booten. Genau. Zum Krutynia See. Genau. Genau. Also man kann einiges machen hier. Genau, und es ist hier so ruhig, traumhaft ruhig und überhaupt die Landschaft. Ihr seht, der Wind verfolgt uns schon jetzt seit Tagen, kann man eigentlich nicht sagen, seit Wochen fast. Das Wetter ist einfach kompliziert in diesem Jahr, kann man nicht anders sagen. Ja, aber guck mal, dadurch, dass der Wind ist, wir sind aber zufrieden. jetzt kein Regen, das ist doch traumhaft. Wir Also machen- dann lieber ein bisschen dicker anziehen. Genau, wir machen das Beste draus, wie immer. Genau. Und ja, Und dazu zu sagen ist, wir wollten ja eigentlich nur 1, 2 Nächte hier bleiben. Jetzt sind schon 4. jetzt sind schon 4. Und das Allerbeste, die Wohnmobilküche konnte kalt bleiben. Ja. Weil wir haben ein Hotelrestaurant kennengelernt. Ja, genau Und, gesagt sind es ja auch die Betreiber vom Campingplatz. Ja, genau. Und 2 Schwestern. Natürlich gehört auch ein Mann dazu, aber der hat sich so ein bisschen männertypisch im Hintergrund gehalten. Die Sarah und die Ellen. Ne? Die Sarah und die Ellen stellen wir euch nachher auch noch vor. Und wir probieren uns jetzt erfolgreich durch die polnische und masurische Küche in den letzten Tagen und es ist einfach Wahnsinn. Toll. Ja. Können wir euch nur ans Herz legen, dieses Ziel hier. Ja, also die polnische Küche ist einfach, jedenfalls hier haben wir sie erlebt, einfach toll. Einfach toll. So, jetzt lange Rede, kurzer Sinn oder viele Worte, irgendwie sowas in der Richtung. Jetzt einfach Video ab und habt Spaß beim neuesten Video. Genau. Masuren, Land der dunklen Wälder. Und durch diese Wälder rund um Krutyń meandert der kleine Fluss Krutynia. Und man muss dazu sagen, dass dieser kleine Fluss mit seinen 91 Kilometern Länge zu den beliebtesten und schönsten Kajakwanderwegen Polens gehört. Die Krutynia fließt dabei durch zahlreiche Seen und wenn man wie wir hier morgens unterwegs ist, dann kann man schöne Stimmung erleben, wunderbare Ausblicke genießen und auch so manche kleine Objekte am Wegesrand entdecken. Man muss natürlich dazu sagen, wir waren im September in Polen unterwegs und konnten eine relative Ruhe in dieser Landschaft genießen. Das ist natürlich zur Hauptsaison ganz anders, wenn die Landschaft wirklich von vielen, vielen Kajakfahrern bevölkert wird. Und weil das auch schon die ein oder andere unangenehme Nebenwirkung hatte, musste dieser Abschnitt der Krutynia sogar für private Kajakfahrer gesperrt werden, damit sich die Natur wieder erholen kann. In der Natur unterwegs sein, das macht hungrig und deswegen wollen wir jetzt nicht länger warten und euch die Schwestern Sarah und Ellen vorstellen, die uns die polnische Küche näher gebracht haben. Ja, ich bin Sarah, meine Schwester Ellen. Genau, ich bin die Ellen Ja. und wir beide
haben die Ferienanlage Mazur Syrenka letztes Jahr gemeinsam übernommen von unseren Eltern. Ja. Den Betrieb haben meine Eltern angefangen zu führen vor circa fast 25 Jahren jetzt eigentlich, haben das hier aufgebaut. Und das ist ja vor allen Dingen eine wunderschöne Lage hier direkt am Fluss. Also das ist unbeschreiblich. Ja, wir befinden uns hier im Reservat und die Lage, die wir haben dürfen, die ist einmalig. Wir sagen immer selber, das ist für uns wie so eine Perle. Das ist direkt am Fluss gelegen. Wir haben Zugang zum Fluss und bewirten das jetzt mit meiner Schwester zusammen. Was erwartet die Besucher, wenn sie herkommen? Ganz im Detail so gesagt. Ja, also hauptsächlich die idyllische Natur hier, die Ruhe hier im Dorf. Man fühlt sich ein bisschen wie so zurückversetzt ein bisschen in der Zeit. Das Leben geht hier ein bisschen langsamer. Die Naturverbundenheit auf jeden Fall ist es der größte Aspekt hier. Natur, Kajakfahren, Bootfahren, Fahrradfahren, Wanderwege. Im Winter kann man schön Langlauf machen durch die Wälder hier. Man braucht kaum Loipen, also es ist alles sehr, alles was man aus eigener Kraft machen kann, ist hier gut möglich. Erholung. Deswegen sind wir auch schon viel, viel länger hier, als wir eigentlich wollten. Das ist immer typisch. Also 4 Nächte bereits oder dann, wenn wir hier in der Gegend fertig sind mit dem Angucken. Natürlich gibt es noch viel mehr zu sehen als 4 Tage. Also ihr könnt ruhig länger hier bleiben. Und was wir dann auch hier kennengelernt haben bei euch, ist die polnische Küche. Und das ist, glaube ich, so ein Schwerpunkt eures Restaurants. Ja, die polnische Küche ist eigentlich die Küche, das ist alles das, was wir von unserer Oma geerbt haben. Genau, gute polnische Hausmannskost, gute Suppen, deftige Suppen. Viele mit Kartoffeln, mit rote Beete, das, was man eigentlich so von früher hier selber vom Feld gepflückt hat und wird jetzt eigentlich weiterverarbeitet von uns. Und wir spezialisieren uns auf regionale und traditionelle Gerichte. Also wir machen hier wenig Neues. Wir setzen unseren Fokus auf, wie meine Schwester schon gesagt hat, Eintöpfe, wie man es gekocht hat, Kartoffelgerichte, diese Zinsauki heißt es, sind Teigtaschen gefüllt. Das ist alles in Handarbeit, wird es bei uns hergestellt. Genau, selbstgepflückte Pilze, gerade jetzt, Pilzsoßen. Genau. Ich kann nur sagen, wir haben das alles schon durch jetzt die letzten Tage und also einfach herkommen und ausprobieren. So schnell werdet ihr, glaube ich, nicht wieder so gut versorgt, kulinarisch. Schön. Ja, herzlichen Dank, kann ich bloß sagen, für diese Tipps. Und jetzt sag bitte nochmal genau, wie das Restaurant heißt. Restaurant Syrenka. Ja. Syrenka heißt auf Deutsch die Meerjungfrau. Okay. Genau. Ja. Also wir haben ein Hotelzimmer, wir haben ein Restaurant, wir machen Hochzeiten, wir haben einen Campingplatz, der jetzt gerade renoviert wird. Und ansonsten viele Kajaks, Fahrräder. Breites Spektrum. Genau. Also ganz lieben Dank, dass ihr uns das erklärt habt. Wenn ihr also einmal in Masuren seid, dann unbedingt nach Krotyn und dann auch unbedingt dieses wunderschöne Restaurant der beiden Schwestern besuchen. Und man sitzt wirklich so schön innen wie außen und man kann die polnische Küche kennenlernen. Wie zum Beispiel diese saure Mehlsuppe. Die Basis dazu ist eine Sauerteigbrühe, dann kommt noch Fleisch und Gemüse hinein und zum Schluss ein hart gekochtes Ei. Königsberger Klopse haben wir mal in einer ganz anderen Version kennengelernt, nämlich mit Waldpilzrahm, und das hat uns auch sehr überzeugt. Eine wunderbare Variante dieses altbekannten Gerichtes. Salzgurkensuppe, da wollten wir gar nicht ran, erst weil wir keine großen Fans von Salzgurken sind, aber man muss es probieren und wir waren letztendlich auch von dieser Suppe begeistert. Zinsauki, ganz, ganz lecker, mit viel Mühe, handgemacht, Teigtaschen mit Füllung und mehr braucht man nicht sagen, war ein Genuss einfach. Eine Graupensuppe, Suppenland Polen kann man sagen, und deswegen sollte man bei jeder Gelegenheit unbedingt polnische Suppen ausprobieren.
das muss einfach sein, wenn man in Polen ist. Bigos, ein polnisches Nationalgericht. Das ist ein Krauteintopf, der mit verschiedenen Sorten Fleisch gemacht wird. Dann kann man Kartoffeln dazu essen. Insgesamt total lecker. Und dann noch abschließend, was wir euch vorstellen können, hier Kartoffelpuffer. Ein sehr rustikales Essen mit Speck und Knoblauchquark. Und ja, mit all diesen Gerichten ist man bestens versorgt. Der Zauber der masurischen Landschaft, uns hat er sehr schnell in seinen Bann gezogen und genießt einfach diese Landschaftsbilder. Krutyn, ein kleiner Ort, ca. 200 bis 300 Einwohner würden wir mal schätzen, hübsch anzusehen. Und diesen wenigen Einwohnern stehen sehr, sehr viele Besucher entgegen. Es finden sich überall im Ort Bootsverleihe, Tourenveranstalter. Man kann also entweder auf eigene Faust oder geführt die Umgebung erkunden, Touren auf der Krutina unternehmen und das ist einfach eine schöne Sache. Wir haben uns gefreut, dass wir im Ort auch noch einige ältere masurische Häuser entdecken konnten und wir zeigen euch hier ein paar davon. Das ist der Einkaufsladen und modern gebaut. Eine Naturschutzstation mit Storchenaufzuchtstation und ja, groß ist er nicht der Ort. Eine Menge Wegweiser in alle Richtungen. Und an diesem Stand sind wir natürlich nicht vorbeigekommen. Hier gibt es Keramik, polnische Keramik und das hat uns einfach umgehauen. Also hier haben wir uns noch ein kleines Andenken besorgt. Es ist einfach wunderschön, diese Waren zu sehen. Und ja, das lädt ein, da mal was als Erinnerungsstück aus Polen mitzunehmen. Wenn euch das Video gefallen hat, ihr wisst, über einen Daumen nach oben freut sich jeder. Ja. Auch wir. Neues Abo vielleicht für die, die noch nicht dabei sind. Oder Fragen und Kommentare. Bei der Womotraum Reisegruppe. Genau. Wie gesagt, oder Fragen und Kommentare. Freuen wir uns auch. Ja, und Glöckchen vielleicht aktivieren. Ihr wisst ja, dann gibt es Nachricht, wenn wir wieder was Neues hochgeladen haben. Mit Polen geht es ja noch eine ganze Weile weiter, denn wir machen ja eine ziemlich lange
einmonatige Reise durch Nordostpolen. Und Sprich Masuren eigentlich. Sprich Masuren und die Kaschubische Schweiz. Kaschubien war schon dabei. Und dann geht es noch weiter bis Podlachien. Das hört sich auch so ein bisschen exotisch an. Bis nach Suwałki. Und es wird einfach spannend. Bleibt einfach dabei weiter. Und was uns aufgefallen ist, dass die Landschaft teilweise sehr skandinavisch oder skandinavisch, also sagen wir mal eher in die finnische Richtung geht. Ja. Also es ist traumhaft hier. Und bergauf, bergab. Also das zum Thema Fahrradfahren und so werdet ihr später dann noch was in unserem Fazitvideo Polen erfahren. Genau. Da fassen wir alles nochmal zusammen, was wir hier erlebt haben. Und ich glaube, da wird sehr, sehr viel Hilfreiches für euch dabei sein. Wenn ihr auch wie wir mal plant, das ist ja unser erstes Mal Polen, wenn ihr vielleicht auch mal plant, Polen zu besuchen, was wir, glaube ich, nur empfehlen können. Es ist 12, ihr hört. Viele kennen es natürlich nicht mehr, aber gerade wenn man auf dem Land wohnt, ist meistens um 12 die Sirene. Oder im schlimmsten Fall ist was passiert und die Freiwillige Feuerwehr muss zusammengerufen werden. Heute Nacht zum Beispiel. Aber okay, also bis zum nächsten Video. Bleibt gesund. Bleibt Tschüss. gesund. Tschüss. Tschüss.